Maßnahme war, komm hier, stut ab und dann Gott hab umwählen. Amen. Vi vil niet leid met jullie van deel zingen, så het is een beetje boosiet leid. Så wanneer je alle weer niet nu komt, dat is oké. Så wat we zijn is weer dat kan help leren. Keine Worte wirst du ohne du wirst dich wie wir uns gelungen, ich diene nur vor euch den vollen Ort. Du hast mir die Dobro, du hast mir nennen Dolle, du hast mir nomen ein wie Wort erlebt. Dine Leib ist grata, dine Leib ist stoika. Dine Leib erweigt mich, der weigt mich aus. Dine Leib ist grata, dine Leib ist stoika. Dine Leib erweigt mich, der weigt mich aus. Weil du dies bestanden, ohne Dödens gut zum Leben trägt. Zum Leben trägt. Ihre Leid von Leben, ohne Schöpfung sind wir Leben hat. Willst du das haben? Du hast mir die Dobro, du hast mir nennen Dolle, du hast mir nomen ein wie Wort erlebt. Dine Leib ist grata, dine Leib ist stor.
Amen. Wel, wat ons ook al geleerd hebben. Goedemorgen alle. We vreden dat je hier bent. We waren nu de offering hebben. En so jeder einer von jullie is welcome te geven. Vielleicht zeg je hier ja, vielleicht zeg je nee. Maar het is voor ieder einer. Because wenn je geven dan, dat je niet nur een van de pastoren is, oder nur een van de personen, dat je nur Gott, wenn je geven dan. En de vraag is voor die, wenn du dat wirklich glaubst, dat je nur Gott, hast du die im Bastet gebracht? Dankzij Gott dat we hier kunnen zijn van jou. Dankzij dat we kunnen geven. We willen ons aan Bastet geven van jou. Not wat we geven, dat we geven met een goede aanstelling. Wenn du sagst, dat du hast het beste Geld, wat we vrijwillig geven. Dankzij dat we zo gezegend zijn in dit land. Dat we schaffen kunnen. Dat we kunnen naar Arend merken. Du merkst dat wassen. Du hast uns so gezegend in alle arbeiten. Wo wir schaffen können, hast uns gesegnet mit Gesundheit und wir können von dir geben und die Dankeschön für die Gelegenheit. Amen. Was gebroken bij de overwijn. Hoe ingen dreck van je weg ben zin. Jezus zei op die. Was de toom en je kom met jezelf. Pas de dorst voor een drink van de kwaal. Jezus zei op die. Kom dan, de doodvlies, die ons van broeders en wie doet vergeving, bedoelt met door die bloed van Jezus
Zijde wel van den Schutz und die Flucht. Jesus, vi kom færdig en vi beden die aan en ik bid dat vi voeren mensen zijn wat van die vertalen doen. Wat die life wiederbringen doen. Wat die genoeg voor ons sterk merken. Zum een licht zijn voor die Jezus. Ik dank die voor wer we zijn en die, wer die ons gemerkt hast, wanneer we aan die geloven doen. Dat we ook genoemd zijn in die Jezus. En ik dank dir dat die ook nog een stap wieder Jesus staat en die heeft ons genoeg zum voor die leven. Dat we kunnen onderscheid merken voor die in de wereld. En ik bid voor jeder einer, die hier is, die hier toeharken deed, dat die woorden vier en een fresh aansteken. Dat we worden uitgaan en een onderscheid merken voor die Jezus. Dat we worden een onderscheid merken voor die en deze wereld. Sometimes I'm strong, sometimes I'm weak, sometimes I fall in my wandering, but through it all, there's just one thing more precious than the air I breathe. Grace, amazing grace, unfailing grace that saves my soul. Grace, unending grace, unrelenting grace that won't let go.
Dankeschön, dir genug, dass wir hier seid, amen. Und nicht für die genug, wir irgendwie hier nicht. Mir freut, dass ihr hier seid. Gestern so was rede ich ein bisschen mit meinem Bruder. Und ihr seid, viel von euch sind bekommen mit meinem Bruder Ernie. Er hat Cancer, Cancer. Aber das kriegen Jahr trägt von der. Er ist im Hospital wie in Chihuahua und er ist in der Region gemerkt, eine große Surgery hat und er wartet an, dass er hat Cancer, kriegen Jahr trägt. So ich fand ihn gestern und ich fragte, wo geht das? Und er sagt, das wäre ein Genot, dass ich hier sehe. Er wird das Werk wie ein Doktor. Und er ist alle Studies gegangen, hat verschiedenste Tests gemerkt. Und als der Doktor den Test liest, er sagt, wir bist nur sehr ruhig geworden, hat einmal war das gekickt und hat bei mir gesagt, was hast du getan? Was tust du? Das kann ich bis nicht glauben, was ich hier kann sein. Wenn es die Nummer steht, kommen alle ab 0 trägt, alle ab 0 kommen die trägt, von dass der Cancer ab in Total Remission ist. Was das meint ist, dass der Cancer, der jetzt nicht wieder, der weiß nicht wieder ist, der du hast oder nicht, hast auch nicht alle getestet, aber das nicht wieder verspreiten, das hält ganz still. Es dort nicht wird, Gott zu loben und ihm zu danken dafür. Thank you, Jesus. Er sagt zu mir, dass er steht jeden Tag ab und er lobt und er preist Gott. Er dankt Gott und er checkt, wo er kann und sehen kann, even in der Lehre, wo er ist, andere Menschen zu halten. Sein Traum ist, zu mehr Menschen halten, er das nicht. Er redet mit Menschen, verschiedene Menschen, was er kann halten. Und ich habe manchmal gesagt, dass wir als Kirche, also Kirchenfamilie, wir beten für ihn. Er sagt, sei der Kirche vielmal Dankeschön. Dankeschön für mich beten. Und er sagt, Frau der Kirche, Lebenswasser, dass ihr nicht war ab hier zu beten für ihn. So als er das sieht in seine Welt, er sagt, ich sehe noch nicht dabei, Eva. Er macht noch einen gehen, aber er will gesund werden. Und er sagt, please, hört nicht ab mit beten für ihn. Und so, aber er hat sehr gute Nachricht diesen Weg. Dankeschön, Jesus, dass du so gut bist zu uns. Erstens, Dankeschön für deine Gnade, dass unsere Seele gerat sein und dass wir die Sicherheit haben in dir. Dankeschön dafür. Dankeschön für das gute Report an meinen Bruder Ernie. Dankeschön für das. Dankeschön für den Unterschied, was er merkt im Leben ihrer Familie in der Community. Und ebenso, dass du zu uns redest durch ihn. Help uns, dass wir können uns Leben ernst nehmen für die. Und die Dinge, was wir tun, dass wir dort mit Integrity tun, dass wir aufrichtig sind. Und dass wir alle wenn bis gehen und Unterschied merken für die. Und wirklich ein Licht sein für die, was die noch nicht kann. Die, was in schwere Zeit sind, vielleicht in Krankheit sind oder durch eine schwere Zeit sind, help uns bloß hier aus der Familie, dass wir rüt gehen und zu den Menschen Leib bewiesen und bloß nur erwiesen und die nur tragen nur die. Dankeschön, dass du uns gut bist. Und ich freue mich, Gott, dass du was nur durch uns reden, als Pastor John abkommt, durch dein Wort, redet unsere Horten, unsere Gedanken, dass unser Leben verändert war, wer wir sind in dir, Jesus. Dankeschön für diese Zeit in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich kenne euch alle Dulsaten, habt ihr Mittel gesagt. Mich freut, dass ihr ein Lebenswasser sind. Mich freut, dass ihr eine Kinder haben mitgebracht. Uns hier scheint eine Kinderkirche mit jungen Kindern. Wir haben interessante Dinge, was wir dort tun. Wenn hier einmal somebody ist, was vielleicht nie ist oder fremd hier ist. Je kann vielleicht die Ushers fragen, sie wollen eine Kinderkirche anleiten, wenn ihr will jungen Kinder dort anbringen, wenn auf einmal somebody hier ist. So, wenn ihr hier nie sind, hier ist unsere Kirchennummer, den kann ich on the screen sein, das ist unsere Nummer, unsere Kirchennummer. Und wenn ihr nie sind, dann ihr würde gleich ein bisschen mit uns ein bisschen zu connecten, mit uns zu vertellen, eine Frau haben, verschiedene Dinge. Das ist die Nummer, wo ihr kann ein bisschen Message schreiben, sagt bis hi, vielleicht ihr Namen, und dann weit, dass ihr hier sind, hier was. Und unser Commitment ist, uns Versprechen zu euch, wie wir einen Trick fahren, und bloß Trick hi sein zu euch, bis dass wir kann einmal ein bisschen connecten mit euch. So, das ist die Nummer. Nächste Woche ein Video Announcement sein. Das Announcement der ist für Youth. That's something what the outcome for you. Watch this. Este 19 de noviembre, los jóvenes de Läwen te invitan a una divertida noche de alabanza, botanas y regalos. El pastor Orlando Hernández nos va a compartir un mensaje y el grupo de Läwen y Reforma Youth de Delicias nos acompañarán en la alabanza. Nuestro tema será
colores neón, así que vístete de tu color neón favorito. La iglesia de Läwen se encuentra ubicada en el kilómetro 23,5, carretera Cuauhtémoc Álvaro Obregón, 1 kilómetro al oeste. Las puertas se abrirán a las 5:30 y el evento comenzará a las 6 p.m. en punto. Invita a tus amigos y acompáñanos. La entrada es gratuita. Wanneer je dan zit, so eine schmakke Dinge worden abgestellt in een kerk, dat meint ein Denk en dat meint Danksagung fast, right? Dat is ons al bekannt, so schmakke Dinge hier abgestellt, dank een team voor dat abstel. So Danksagung fast, hier ist das, so dat is November den 26. En so komt terug voor dat. Dat wordt een beetje interessanter service zijn hier aan vermiddag. En hier wordt middag zijn voor vrede, dat wordt een turkey lunch zijn, een turkey middag. En zo wat genoeg zijn, voor allem wie merken, deel schijnt het eten uit. En komt pas uit voor een Danksagung fast, hier is dat. Den Danksagung fast, waar we een special nummer hebben hier van Vida 180. Some van die kinderen die waren hier on stage zijn. En zij waren hier dat light zingen 10,000 reasons, dat 10,000 razones. En zo dat is een schijnt light. En aber so, we hebben in de lobby hebben deze witte plastics opgesteld, grote ploten daar. En aan die plastics dat je hier dan gaan en schrijven en denken op hoe je verdankbaar bent. Dat kan je dan, je kinderen kan dat dan veel zinnig zelf, al laatste kinderen hadden dingen opgeschreven hoe zij verdankbaar zijn. En zo, door bij de information booth te hangen, daar zijn de markers, er wordt vielleicht somebody zijn met markers, dat ik bij verschillende kleren. Goed er voorbij en schrijf en denk op. Ik geloof, we kunnen alle veel dingen opnemen, wo wir verdankbar sind. Aber schrieb ein paar Dinge ab, wo wir verdankbar sind. Von der in der nächsten paar sind ja even in Thanksgiving-Dag. Und dann ich habe ein bisschen wo wir je dankbar sind. Denzelfde zondag wat we dat doen, wel we ook een special offering hebben. Een bijzondere opfer wat we geven. En den offering waar we dan geven, ganz te laat, de service. Pastor Steve, die wordt predigen den dag. Hij wordt reden van dankbaarheid. En dan op het eind van de service, dan kan je je geld geven in een bucket en dan. En aber wenn je nu nog niet dat geld hebt, je wel een verspreking merken te laten, hoeveel je wel geven, dat kan je ook doen. En je zet verjunt, er zijn deze kleine witte bills, die kan je uitnemen, krijg nu, wanneer je wel, neemt die uit. Wanneer je nog niet hebt, einer metgenomen. En dat is een beetje information wat je dat kan uitvalt, je naam, je phone-nummer, je e-mail en zo'n dingen. En dan kan je door aanschrijven, hoeveel je wel geven, vielleicht wanneer. En van welke maand je wel aanvangen, maar welke maand, wanneer je op eenmaal later je geld hebt van je aard en je wel later wat geld geven, vielleicht januar, februar, maart, oder wanneer dat is, schrijf dat er besnapt, dat je een signature dan op, en aan die dag kan je dat ook in een offering bucket nemen, en dan kan je een beetje weten op wat we ons gaan oprekenen, en wat er wat neerkomt. De vrouw die is vielleicht, te wat wel we dat geld reizen, of te wat jij dat geld, dus ik in de offering zie dat jij niet nur een persoon, dat jij het ruit om God zijn recht buien, wat immer je gegeven dan in deze kerk. Maar wo dit geld gaan jij, en dit is een Thanksgiving dag, een danksagung dag, dat is hem den Bible app, op Plattdeutsch, wel Pastor Steve die schafte dat aan den Bible app, YouVersion Bible app, dat je wordt kan je het Bibel daar op Plattdeutsch harken. En niet bis hier, maar wie wordt dat uitgeschickt, dat voor de ganze wereld, dat ze den app kan gebruiken, en zodat we het geld gebruiken, dat we dat kunnen vorig maken. Ons ja, dat schijnt dat Pastor Steve met dat schaf, dat is een interessante ding, because wanneer je nu in een YouVersion Bible app nagaan, dat is niet op Plattdeutsch. En zo wordt ons roep als kerk, om de Plattdeutsch redende wereld te rekenen, en dat is een weg waar we dat kunnen doen. Zo dat wordt na het geld nagaan, en dat vielleicht 90.000 prijzen of zo. Nog een ding wat we wel doen, is nog een camera opstellen, dat de camera, een betere camera nog, wat een glikker shot wordt hebben, wat we kunnen zijn, voor die wat de online watchen van der, wat het een beetje beter te zijn zijn, wanneer we nog een camera daarbij doen. En zo dat wordt ook vielleicht 50 of 54.000 prijzen kosten. En dan hebben we een office, wat we wel een beetje arbeid aan doen, in de office waar Pastor Steve en John en de secretary ben schaffen doen. Daar hebben we niet batterie ben, zo wie wat geld komt, om de batterie door opstellen. En dan nog een interessante ding, ik geloof, je hebt alle al een gelegenheid gekregen, om de ingerstartung geven wieder 180, wieder 180 de kinderheim, omdat ze kunnen bus kopen. Er zijn bij 70 kinderen in dat kinderheim, en man ze nu wel wo aanvieren, dan maar ze meermaal voor met kleine bussen, om de kinderen alle aanbrengen, wo ze dan wel gaan voor.
En så, du har gelegenheid te methalten om deze bas te krijgen. En zo dat geld wat je wordt gegeven hier, een pot van dat, waar we ook uitgeven, dat we kunnen aanhelpen met de bas krijgen. Ik geloof dat is nog ruim, dus dat je weet, dat is nog ruim voor ongeveer 150.000 prijzen te geven voor de bas, wanneer we dat wel doen. En zo, dat is genoeg gelegenheid, waar we kunnen methalten. So, dat zijn de announcements te vandaag. Als vandaag de laatste boodschap wat Pastor John wat doen in Christus. En aan de nächste series wat opkomt, wat Pastor Steve doen. En die heet de karakter is wichtig. En zo kijken we verder weg voor dat. So, vrouw, bis dat je wordt opstoelen, bis je ramgående mensen begrijzen en high zijn. En Pastor John wordt aanvangen te predigen. Wanneer een beetje geduld hebben, dat is het iets wet, zo we waren het nog maar aan gaan krijgen. Dat zijn de goede dingen van in Christus zijn, niet? God leicht ons te weten, want die dingen ook niet helemaal zo schaffen als de Zoon. Alright, so ja goed. Hoe jij het vandaag? Goed? Alright, so ja schijn. Vorige zondag dan rede ik aan onze identiteit in Christus. En wanneer je die boodschap wil horen, dat is op ons app. En je kan ook een CD krijgen, wat immer je wil. En ik werde vandaag niet ganz wiederholen. Aber wer du bist in Christus, dat is wichtig für dein Leben in Christus. Viele Menschen sind in ihr christliches Leben nicht wirklich mutig, wenn wir weten nicht, wer wir sind. Wir haben immer Zweifel, als Gott uns wirklich leicht. Wir haben Zweifel, als unsere Sünden vergeben sind. Aber wir haben Zweifel, dass wenn wir auch an Jesus glauben und wir fallen am Nober und wir haben einen Fehler gemerkt und wir haben mich wo versündigt, so was ist das nu? Wir müssen nu erstmal bekennen, fertig waren Christi und so weiter. Und so, ich hatte Verse noch von geredet, dass wenn wir in Christus sind, dann sind die Sünden vergeben. Und so, wir müssen das klar halten. Aber unsere Identität in Christus, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und viele von uns, besonders wenn wir von einem mennonitischen Hintergrund kommen, wir haben gewisse Moten Religion gelehrt, und die Religion lehrt die, dass wenn du nicht so und so lebst, oder nicht so und so korrekt sitzt, dann wird Gott dich nicht annehmen. Dann wird dir das Leben ist wichtig, und ich will davon davon reden, aber wir müssen das erst klar haben, wer wir sind in Christus. Du kannst die nicht in Christus nicht arbeiten. Das ist ein Geschenk von Gott, das ist seine Gnade. Wir singen von seiner Gnade, von wo Gott uns annimmt, hat uns vergibt und so weiter. Und so, unsere Identität, die dreht rum uns Namen, wenn wir bloß denken an wer wir sind als Person. Menschen kennen die bei den Namen. Dein Fingerprint oder dein Daumenprint, das ist top geknackt mit den Namen. Deine Driver License, dein Passport, alles ist top geknackt mit den Namen. Wenn das ist deine Identität. Ich vertelle Ihnen von einem Mann, der bei einmal alles verloren hat. Er wusste nicht mehr, wer er war, wenn sie hatten am Bewusstlosigkeit und so weiter und alles fortgenommen. Und er wusste nicht, wer er war. Er wusste nicht mehr seinen Namen. Er wusste nicht, wo er hinhielt, wer war seine Familie. Für 11 Jahre lebte sie dort. Und so, von der weiter war er, wer er ist, was sein wirklicher Name ist und so weiter. Aber da wird sich so ein haltlos Fall, nicht? Wenn du einmal nicht mehr weißt, wer du bist, wenn die Name ist, top geknackt mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, und wenn dort bei einmal alle wegfällt, du weißt nicht mehr, was die Name ist. Und so, vielmal sind wir jästlich ein bisschen dort. Na, wir glauben an Jesus, aber die Feind können uns immer wieder anbilden, oh, jetzt, du hast wieder einen Fehler gemerkt, nu gleich Gott dich nicht mehr. Und du musst erst mal hier wieder aufbrachen, oder dort mal bekennen, fertig war Vergebung kriegst und so wieder. Und so, ich wünsche, wir können lernen, dass in Christus, du sei wie angenommen, Gott läuft uns in Christus. Und welche unsere Erlösung, die dreht rum unsere Identität in Christus.
Und so, wenn wir an Jesus glauben, sagt die Bibel zu uns, dass wir sind in Christus den Körper geplant, wir sind durch getauft sein, oder wir sind abgestoßen zu neues Leben. Das ist, was die Bibel braucht. Und so, wenn wir nicht eine Identität haben in Christus, und eine Identität meint das einfach, wer du bist, wer sie ich als Person. Wenn du dort nicht klar hast, wer du in Christus bist, dann kann ich dir garantieren, dass dein christliches Leben ist nicht möglich. Wenn du lebst immer in Zweifel, du weißt never, als du wirklich angenommen bist. Wenn ich von dir aus würde sterben, wollte ich auch wirklich angenommen sein. Aber wenn ich mich an Fehler gemerkt und wieder, dann sterbe ich verrückt und bekannt. Wollte ich dann auch wirklich angenommen sein? Das sind Dinge, wo viele Menschen mit kämpfen. Und ich habe auch lange in meinem Leben. Aber weißt du, unsere Identität in Christus, du sei wie unser Jesus, du sei wie in Arm, das ist seine Gerechtigkeit, das ist sein vollkommenes Leben, was die wird aus Kredit geschrieben. Und so, wir sind in Christus. Und du hast Verse noch von geredet, ich wollte nicht alle wiederholen. Aber das ist sehr wichtig, dass wir das klar haben. Der 22. Mai und 1983, dort wir feiern Zeit, so don't worry about it. Die meisten von uns werden danach nicht mal geboren. Aber dann ging mein Novia und ich, mein Girlfriend und ich, wir gingen in die Kirche an. Und wir gingen rüber aus ein paar Lied. Und weißt du, das ändert uns Leben. Das ändert ihr Leben, das ändert mein Leben. Wir wohnen nicht mehr bei Mama und Papa. Wir wohnen nicht taub, wir müssen uns nicht heim. Das ändert uns Leben ganz. Aber weißt du was? Du wirst erst nicht hast, und dann wird das Leben. Erst nicht hast, und dann das Leben. So schafft es in Christus. Du hast erst nicht Geburt, und dann ein Leben. Du kannst dich nicht arbeiten. Du kannst dich nicht kleiden. Du kannst dich nicht taufen. Du kannst dich nicht bringen mit einer gewissen Kirche hier oder so eine Dinge. Dort ist durch den Glauben, gibt Gott dir das Geschenk und er plant dich in Jesus Namen so zu sein und du bist sein Kind. Aber da kommt eine Geburt und dann folgt du ein Leben. Und von der will ich von das Leben reden, aber ich will das sehr, sehr klar merken, dass keiner von uns hat sich durch jemals gearbeitet. Wenn bei uns hast du immer ein bisschen diese Frau, okay, was mache ich alle tun? Ja, ich glaube an Jesus, aber nun mache ich mich nach Säure anstrengen, nun mache ich nach dit und jant und dort und fahre ich mal really angenommen sein. No, du bist angenommen in Christus. Aber in der Geburt, in den Glauben, du folgst ein Leben. Und so da werden wir von reden. Weil wir machen das einteilen. Dass wir nicht immer so ein Glauben haben, dass wir wollen uns dort verdienen, oder wir wollen mit gewissen Dingen tun, oder gewisse Kleidung brauchen, oder mit einer gewissen Taufe, oder einer gewissen Kirche, oder was immer das alles ist, was wir haben. Und weißt du, wir haben 100 Dinge, was wir alle tun. Wenn ich die Dinge tue, dann sich angenommen. Oder wenn ich das tue, no. Wenn du an Jesus glaubst, in dein Hort, dann bist du angenommen. Und dann fängt das Leben an. Und du bist erst befreit, und dann lebst du. Und du bist erst ein Kind Gottes, und dann lebst du dabei. Und das ist sehr wichtig. Aber von der wir nur das Leben checken in Christus. Und so wir haben ein Leben in Christus. Felsen rede ich von Identität in Christus. Hör ich die Botschaft, wenn ihr nicht sind hier was. Aber uns Leben in Christus. Und weil das sind 2 Punkte, was wir von der wollen bechecken. Das erste ist, dass wir sind himmlisch gezielt. Himmlisch gezielt. Ich habe gerade verdet, dass ich 3 Botschaften an das Thema von Gott. Wenn Gott nicht Rat, wenn Gott nicht heult, wenn Gott nicht kämpft. Das wären die Titel von den Botschaften. Und da reden wir im Bett von, wenn Dinge nicht reich schaffen in das Leben. Und da sehe ich all, dass das Leben in dieser Welt merkt nicht sein, anders, als dass du ein himmlisches Ziel hast. Some Dinge auf dieser Welt, die merken bloß nicht sein, ohne dass wir himmlisch gezielt sind. Und so, wenn wir in der Bibel haben, wir wollen von der hauptsächlich in Kolosser Kapitel 3 sein, und durch die ersten 17 Vers, und so da redet Paulus von, wenn wir nun mit Christus abgestoßen sind und so weiter. So fängt es dort an. Wenn wir nun mit Christus vom Tod abgestoßen sind, dann seht nur dort, was boven ist, wo Christus bei Gott an der rechten Seite satten hat. Und ich will Hanni sagen, hier ein paar Dinge machen. Ein Ding ist, dass das gehen wird. Er sagt nicht, wenn die wollen mit Christus nochmal abgestoßen sind. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, wenn die sind, wenn die nicht mit Christus von Tod abgestoßen sind, das ist gehen wird, das wird du von dir bist. Durch den Glauben an Jesus Christus bist du von dem Tod in Sinn nur ein Leben übergekommen. Weil die Bibel braucht das immer von, wir sind gestorben hier und hier leben. Wir sind gestorben zu das alte Leben, gestorben zu uns Fleisch, gestorben zu Sinn und wir leben zu nicht Leben.
En ik wil je nu voet zeggen, dat wordt gestorven, dood, dat mijn tranung. En voor mij halt er eenmaal wanneer ik aan tranung denk. Zo wat de Bijbel zegt, ik zie getraand van mijn oude leven. Ik zie getraand van mijn zin. Ik zie door Ruud gekomen. Nu leef ik. Nu zie ik opgebracht met Jezus. Nu zie ik opgebracht met nieuw leven. Wij dood, we zijn niet dood. We leven. Je bent harper leeft je. En zo de Bijbel redt van ik zie gestorven. En zo weer. Maar du bent getraand. Du bent getraand van het oude leven van zin. Getraand van het verloren leven. Getraand van het gezaads. Getraand van dat wat die eerst van Jezus weghoudt. En du bist nu opgestaan in een nieuw leven. En zo hij zegt, wanneer we met Christus van dort opgestaan zijn, dan denkt aan dat wat daar boven is. Dan denkt aan de eeuwigheid. Waarin dat leven hier wordt niet helemaal zijn merken. En we wollen er nog een beetje meer van reden. Maar het is wichtig dat we aan Jan dort denken. En zo we gaan in Christus, hebben we sozusagen, auch da gesagt, zu das oude leven. Du hast auch da gesagt, zu ein sinnliches Leben. Und wir wollen some Dinge hier noch sein, von wo wir gestorben sind. Und du hast vandaag gesagt, ten nieuw leven. Du bist von dood zum Leben gekommen. Das ist, was die Bibel dort nennt. Und weet je, dit ist die Ursache, wohin die dort nicht verdienen kost werden. Ein doder Mensch kann sich nicht zum Leben bringen. Dort muss von Büten kommen. Und dahin sage ich immer wieder, jässliches Leben kommt von Gott. Du kannst die nicht jässlich leben, nicht merken, selbst mit guten Dingen tun. Das ist ein Geschenk von Gott. Aber nur, dass du das Leben hast, nu dat du opgestaan bist mit Christus, nu werden wir uns holen an die Dinge, die da boven sind. Und das ist ein bisschen ein befriedet Leben. Meine Frühen, wir sind in euch, können wir sagen. In Christus, in euch. Aber wisst ihr, das fängt mal wo an und dann fängt das Leben an. Als du nicht hast wie was, als du nicht geburt wie was, fängt das Leben an. Und so wie man himmlisch gezielt sein. Ich will Ihnen hier ein bisschen ein Bild wiesen, wo das für mich, das ist bloß ein Bild, aber für mich hält mir das immer ein bisschen denken, wo ich sehe. Und weet je, wir haben einen Dreck von der Welt, oder wir können sagen, den Satan sehen Dreck, aber das ist der Dreck von der Welt. Und das Dreck von der Welt, das dreht an Geld, Kraft und Berühmtheit. Das sind die drei Dinge, die diese Welt treiben. Und das sind die drei Dinge, die in uns meinen ran, wenn wir nicht aufpassen. Und so, das ist Gott sein Dreck. En God zijn recht, dat draait was einfach aan lijf. Dat is het enige woord wat ik daarbij heb. We kunnen hier anderen nemen, maar dat draait zich al een beetje aan lijf. Maar voor een Christ, voor een kind Gottes, voor einer wat Jezus kent, dan is het bij Chinese recht even ander. En de oorzaak, en dit is hier in Christus, dit middelste poort. En zo du bist recht, dat Christus Jezus Christi dan aangekomen, daar je geloven aan Jezus Christus. Nu leest die hier. En weet je, ik had even ander, wenn du bist noch in dieser Welt, und das, wo in der Welt regt hier noch so ab, aber du hier schon zu Gott sein rück. Du bist noch in dieser Welt, aber dein Tuss ist hier. Und so was er uns in das Vers sagt, er sagt, nur dass jemand Jesus abgestoßen ist, nur dass die hier bin sind, nur checkt nur diese Seed. Nicht dorthin. Lebt nicht bloß für Geld und Kraft und Berühmtheit. Und weil je kann jeder denken, in dieser Welt nehmen, alle böse Dinge, was hier sind, und je kann die Jesus sitzen und anstellen. All unsere Scheiterei hier in uns Land, all unsere Gangs hier und so weiter, das hat rein alle mit dem zu tun. Und so, das ist uns Versuchung, das ist uns Fleisch, das will dort. Und so vielmal, wenn ich in Christus sehe, ich sehe abgestimmt zu nicht leben, aber mein Ziel ist hier. Ich will noch mal recht sein, ich will noch mal direkt, da wird mir Kraft geben, da wird mir Berühmtheit geben, da wollen die Menschen mich bewundern. Und dann wird ich ein großer Truck haben, ein großes neues Haus, in ein neues Korn und so weiter, und die Menschen wollen mich bewundern. Und weißt du, dort ist ein Ding, was uns auf dieser Welt festhält. Und so, wenn ich in Christus sehe, sagt Paulus, wenn ich abgestimmt sie im nicht leben, ich sehe nun Kreuz gekommen, ich habe Buße getan über meine Sinne, ich habe Jesus angenommen, ich sehe nicht getauft, sagt er, ich sehe begraben mit ihm, und abgestimmt sie nicht leben. Nu sehe ich hier bin, nu check nur diese Seed. Nu vertieft die mit dort, was Gott gehört. Vertieft die mit dort, was dort ist. Na, das meint nicht, dass wir nicht hier leben. Und weet je, wir haben alle mit Geld zu tun hier, und mit was Geld mit sich bringt. Wir schaffen für Geld, wir brauchen Geld zum Eten und so weiter. Aber wo ist mein Hauptziel? Das ist die Frau. Und so hij sagt, wir sollen nur dort denken, was boven ist. So hij sagt wieder, denk an dort, was da boven ist, und nicht an dort, was ab hier ist. Und das fällt uns vor. Wenn wir leben hier, wir sind tot mit das. Wir sind alle verwickelt mit dieser Welt, gewisse Moten. Und so hier zu leben, in uns Gedanken dort haben, das ist uns Kampf. Wo willst du bist abgestimmt zu nicht leben? Du bist gestorben zu das Leben in dieser Welt und du bist abgestimmt für eine Ewigkeit.
Und du sage ich, und immer war das Leben ohne eine Ewigkeit merkt nichts sein auf dieser Welt. Aber ich soll sagen, das christliche Leben. Paulus sagt an andere Weise, er sagt, wenn wir bloß für diese Welt glauben haben, oder bloß für diese Welt leben, sind wir die ganz miserabelste Menschen, die es gibt. Because wir leben hier für Gott, wir sehen uns Dinge auf, wir tun vielleicht nicht alles mitmerken, was die Welt hat. So wohin das nicht, wenn du bloß für hier lebst. Wohin lebst du nicht ab? Wenn du bloß für hier lebst, dann merkst du alles mit, was es gibt. Und man lässt dir das gut gehen, wenn du lebst bloß einmal. Aber wir haben eine Ewigkeit. Und so heißt es, wir sind mit Christus abgestunden, wir werden dort checken, was boven ist. Und so wir sind durch Jesus sein Tod. Wenn du an Jesus glaubst, dann schrift Gott die sein Tod als Kredit. Und so du bist durch Jesus sein Tod getrennt von der alten Welt und durch seine Auferstehung verbunden mit der neuen Welt. Durch Jesus sein Tod bist du getrennt von dieser Welt, durch seine Auferstehung bist du verbunden mit der neuen Welt. Und so wir leben in Christus. Er lebt, bin vorher unerreichte Sieg. Und so sagt er wieder, je sind gestorben. Manchmal war dass das gehen wird, das ist nu Krieg. In den Glauben, du bist gestorben mit Jesus. Und dein Leben ist mit Christus und Gott verstärken. Und so wenn wir trägen nur das Bild, du bist hier du bist sozusagen verstärken. Und so, wir leben in das. Und so, wir sind gestorben. Und dein Leben ist in Christus verstärken. Ich will hier denken, lehren von der und denken, sei eine Kaffee von das Gerät, aber die sagen, sei abpassen, dass ihr nicht wollen, euch verstehen. Du hast einen Unterschied in deiner Stellung in Christus und in dein Leben. Du hast einen Unterschied in deiner Stellung in Christus und deiner Stellung in dieser Welt. Lass mich das mit einem befriedeten Leben vergleichen. Ich habe das Beispiel eingegeben. Aber meine frühen ich, dann mal dort so, was ist das, 15 Jahre 3? Anyway, lang 3 mal dort so, an der 3 Tag und dich, dann hat wir nicht Haus. Und weißt du, als wir in die Zeug rütgehen, dann wir wie vollkommene Lied sozusagen. Unsere Stellung wird ganz befreit. Wir gehen, wir fahren ein Haus, wir fangen an top zu leben und keiner hat Frauen. Ihre Eltern kommen gleich angejagt und mal die Mädchen in Haus holen, wenn die leben da in Sinn mit den Geitopen und so weiter. No, wir werden nicht befreit. Alle Mann anerkennen uns das Lied. Die Zeug anerkennen uns das Lied, Gott anerkennt uns das Lied, die ganze Welt, die Gesellschaft, das Gesetz anerkennen uns das Lied. Wir werden sozusagen vollkommene Lied. Aber weißt du Gott? Dann fängt das Leben an. Dann werde ich an meine Frau nicht vollkommen. Ich will ja nicht, aber das ist ein anderes Thema. No, aber was ich versuche zu sagen, ist, dass wir versuchen, wir wissen von der Hammer in unser Eihe. Wir wissen eine Hammer in unser Leben. Ich verstehe, was ich sage? Jeder und auch. Die sind vollkommene Lied. Das Gesetz anerkannt wird, die Zeug anerkannt wird, wenn die befreit sind, die sind vollkommene Lied. Die sind sozusagen gestorben, zu das alle einletzige Leben. Weißt du, was einletzig meint? Da meint allein. Und so, die sind gestorben, zu das einletzige Leben, die sind abgestoßen, trainiert Leben, in befriedet Leben, aber die sind noch einmal nicht vollkommen. Die sind vollkommene Lied. Die Stellung ist vollkommen als Lied. 100% Lied. Aber ihr Leben ist nicht vollkommen. Kann ich verstehen, was ich sage? So schafft das in Christus. Und die Ursache, dass ihr das nicht sollen, auch verstehen, ist, wenn ihr nicht gehen und sagen, oh, jetzt nicht in Christus und so wieder, und ihr könnt so leben, so qual. Die Bibel lehrt never so statt. Aber das lehrt, die Bibel lehrt, die Sinn sind für jeden, du bist vollkommen Jesus, du bist angenommen, du bist heilig, sagt er, du bist schuldfrei, du bist ein Kind Gottes, du bist getägt mit dem Heiligen Geist. Aber in dein Leben, weiten eigentlich bad, dass du nicht vollkommen bist. Und das, wo uns Trouble ist. Wenn wir denken, wir checken nur uns selbst, dann sagen wir, wo unvollkommen wir sind. Und so weiter. Aber weißt du, unsere Stellung in Christus ist immer vorrecht, ist immer vollkommen, das ist immer sinnlos, das ist immer verjährt. In deinem Leben ist es nicht immer so. Und du musst einmal Tränen vorgehen und sagen, check mal, ich kann hier Arbeit tun, aber das meint nicht, dass du nicht herab bist. Das meint bloß, dass vielleicht hast du ein Verhältnis mit dem Führer mit zwei gehen. Einmal haben wir dicke Luftwäsche, mir und meine Frühe und so weiter. Und wir sagten an das schon, wie fatal mäßig, wenn das ist ein bisschen so dicke Luft. Je weet een krak van wat ik red. Dan moeten we nog mal sagen, weet je wat, I'm sorry dat ik zo hoing schwer, I'm sorry dat ik zo hostig wat zei, dan moet die Luft klar meer. Dan wie weer een titel van lied, wie we gleich? Want dat ook een beetje dicke Luft geeft. Aber dan eenmaal moeten we mal een beetje abriemen, some dingen, en dat was schijntaub. Dat, we zijn niet alle lied nodig als vorher, aber wir machen das in ons leven dan ook met mensen. En zo doen we ook eenmaal met Gott. En zo hij zegt, je zijn
gestorben mit Christus tot. Und so wenn wir mit Christus tot gestorben sind, wir sind den Arm verstärkt. Hier ist noch ein anderes Ding, Ben. Die Welt kann die nicht verstehen. Wohin willst du an einen Gott leben, was dir nicht sein kann? Die Welt lebt wie so ein ganzes Wort. Viele Menschen sagen, hey, das hält uns nicht an. Die sind so eine schwache Menschen, die machen eine Krack haben, dass die gehen können. Verschiedene Dinge sagt die Welt. Die Welt wird die nicht verstehen können. Die Welt kann nicht jährliche Dinge verstehen. Aber wir sind in Christus verstärken. Und welche ein Tag, wir wollen es hier noch lesen, aber einmal ein Tag, wird das alle aufdagen. Und Jesus wird zurückkommen. Und die werden verherrlicht worden in Jesus. Und einmal wird es klar sein, wer wir sind. Von der ist es nicht, zu der Welt ist es nicht und so. Aber wie man das klar hat, wir sind in Christus verstärken, wir sind mit Arm abgestoßen und so wieder. So heißt ich wieder, wenn Christus, der nu ans Leben ist, morgen dort war er redet nicht, wenn Christus, der noch mal Wortchen leben sind. Christus ist nu dein Leben. Von der, kriegen die unvollkommene Leben, wo du lebst. Aber Christus, der ich in Glauben an Christus, heute ist dein Leben. So wenn Christus, der nu ans Leben ist, von da kommen wird, dann war jemand anderes auch herrlich angestellt worden. Und das will ich kurz von reden. Von der merken some Dinge nicht sein. Von der kann die Welt die nicht verstehen. Aber du wirst in Christus verstärken. Vielleicht haben wir das in das befriedete Leben verglichen. Dort gibt Menschen, die das nicht verstehen können, dass ich mit Lebenszeit bei einer früh bleiben. Würde was Spaß. Wir versuchen nicht some andere Dinge. Wo will ich sie in meine Früh verstärken, sozusagen. Und so sind wir in Christus. Wir sind in Christus verstärkt. Wie hier in Arm. Die Welt kann das nicht verstehen, aber wenn der Tag kommt, wo Jesus wird für den Tag kommen, wo Jesus bei einmal wird evangel kommen, und das sagt, die ganze Welt wird am sein, und die ganze Welt bei einmal werden Dinge sein, in der Welt wird sein, der Boy, Schmied, stellt ans Unjere, wir wollen das nicht entgegen und so wieder. Und von der merkt das vielleicht nicht sein, die Welt, die wird die verspotten, die Welt wird die vielleicht sogar verfolgen. Die Welt verfolgt Christen für eine Ursache, und das, wenn sie keine Christen nicht verstehen, sie leben, sie sind gewollt, sie sind gefährlich, was immer alle. Aber wenn Christus, der nu ans Leben ist, von der ist Christus soll ans Leben, aber du bist noch nicht, das jetzt von der nicht zu sein. Das du zu das Himmelreich gehörst, really. Wir können nicht das Himmelreich really mit unseren Ohren sein, aber das ist du. Und wir sind in Jesus verstärken, aber er wird ein Tag kommen, und dann sind wir hier raus. Und so, das ist unser himmlisches Ziel. Als Gott seine Kinder, als so eine Identität haben in Christus, hast du ein himmlisches Ziel. Wenn du nicht hast, dann hast du Trouble. Dann will ich dir von dir sagen, das ist Zeit für Buße. Das ist Zeit, dass du dort anerkennst, du bist gestorben zu dieser Welt und dass du bist abgestoßen für ein Leben. So ein himmlisches Ziel. Der zweite Ding, was wir hier wollen sein, ist, dass wir mit Christus gezielt sind. Jesus Christus. Und so in das Bild, wir sind in Christus, nu leben wir hier, aber wo leben wir hier? Und so er wird uns hier some Dinge sagen. Wir wollen mit Bose hergehen, hier sind mehrere Dinge, aber ich glaube, das Wort fehlt uns mein. So er sagt, du wen? Wenn wir nu in Christus abgestoßen sind, trainiert leben, wenn wir in Christus sind, so wieder. Er sagt, du wen, merkt alles in den Tod, was von jener Sintel Natur kommt. Na weet je, dit is een zeer verdreide vers, want we vers 3 eerst lezen. Weet je wat vers 3 zegt? Vers 3 zegt, je bent met Christus gestorven. Du bist gestorven. Nu zegt nu merkt alles dood. So, wat is het? Zie ik dood of zie ik niet? Dat is de vrouw. En weet je, dat is zo wichtig, dat we verstaan onze stelling in ons leven. Die stelling is, du bist het hele leven afgestorven. Maar nu in die leven storfst du te dingen. En weet je, wir leben einmal mit Ishmael zu all diese Dinge gestorben. Und einmal sagen, Gott mir was annehmen. No, er hat die angenommen. Du bist sein Kind. Er hat die gereinigt. Er hat die heilig gemacht. Er hat die schuldfrei gemacht. Und nu lebst du dort. Wenn du sind Dinge in die von der sinnlichen Natur, dann haben wir die Trouble. Und dann musst du nicht aufleihen. Oder du musst nicht verstorben wieder. Das ist uns ganze Lebenszeit. Schau wie mit das. Und so er sagt, wenn wir in Christus sind, nu merkt die Dinge dood, wat van de zindelijke natuur komt. En zo hier is een klare onderscheid tussen die stelling en die leven. En ik wens zo zeer, je willen dat verstaan, en dat wordt je zeer helpen, tim in Christus leven. Dat wanneer je niet einmal voets van die Fehler gemerkt hast, voets voor het luisteren is die stelling in Christus voor het twee. Die stelling in Christus is niet twee. Aber die muss vielleicht machen, mit Träbecken sein, hier habe ich auch gedaan, oder du habe ich auch gedaan. Aber je haben Kinder, und bloß wenn jemand kennt und ein stupid Ding hat, oder merkt ein großer Fehler und so weiter, dort merkt das nicht mehr, nicht ein Kind.
Vielleicht muss ihr das strafen, vielleicht muss das Kind treiben, vielleicht muss das Kind sagen, I'm sorry, das wir eine sehr dumme Entscheidung, was ich mir. Aber das ist danach dein Kind. Und so, wie sind Gott seine Kinder, wenn wir sind abgestoßen mit Jesus. Und so, nu sind das sämtliche Dinge in uns Leben, die müssen wir aufleihen und die müssen wir von los. So, er nennt sich some Dinge ab, Hurerie. So, in sexuelles, unmoralisches Leben, laat fern befrieren, non befrieren, was immer, aber das nimmt das alle mit an. Gott hat die Sexualität gemerkt, er hat den Tun gemerkt, dann waren wir überstoßen, dann darf wir Gott sein Gesetz übertreten. Und so, er sagt, die sind vielleicht so eine Dinge, das ist aufleihen. Und so, wenn die in Hurerie leben, oder die leben in Pornografie oder so wieder, und du hast du bist abgeschlossen mit Jesus, dann ist es die Zeit, dort aufzuleihen. Er sagt, Unreinigkeit, hat zu tun mit bösen Gedanken, mit Pornografie, all diese Dinge, das hat auch mit Sexualität zu tun. Sinnliche Leidenschaften, das hat von Verlangen, böse Dinge zu tun. Und Verlangen zu singen, und Verlangen den anderen zu umgehen, all diese Dinge. Und böse Lust und so weiter. So, wir haben alle Hand Lust für böse Dinge. Und jetzt, ich glaube, das alles für mich taub. Ich lebe für Geld, Kraft und Berühmtheit, und das alles meint. Und du weißt, wenn du dort hungerst, das ist deine Sache, aber ich habe meint. Das ist ein bisschen die Idee mit jetzt. Das ist alles bloß für mich. Das sind Dinge, was er sagt hier in das Vers, das ist offline. Na, diese Dinge, weißt du, wenn wir diese Dinge bechecken, dann denken wir so, oh, das kann ich in Christ sein. Na, weißt du was? Diese Person ist mit Jesus abgestoßen. Bloß die kämpft noch mit Hurerie, die kämpft noch mit Unreinigkeit, mit sinnlichen Leidenschaften. Aber Gott sagt nu, wenn du mein Kind bist, ich habe dich gereinigt, du bist abgestunden, nicht leben, nu lebst du es dort. Nu geh weg von diesen Dingen. Storb zu diesen Dingen. Das ist, was der Vers sagt. Merk die Tod in dein Leben. Tran dich von dir. Das ist die Idee. So, er sagt wieder, willst gut werden, so wird, all diese Liste von Dingen, da sind noch viele andere, was er nicht ablandet, wir bloß ein Beispiel von der Liste. Willst gut werden, so wird Gott sein Euer über dich kommen, die nicht gehorchen. Weißt du, wir glauben einmal, dass Sinn hat keine Folgen. Aber Sinn hat Folgen. Und Gott wird einen Tag Sinn rechten. Gott will euch die in den Haulen schmieden. Das ist nicht sein Ziel, das ist das letzte Ding, was er will. Aber er wird Sinn rechten. Und du sagst, nu ist meine Kinder gut rüt von das. Ich kann dir mal das Beispiel gebrauchen. Warum mal sagen, diese Kirche, wir tun hier was da steht nicht gleich. Wir bauen hier Baum. Warum einfach mal was von jetzt sein. Wir bauen hier Baum und da steht weiter. Und eigentlich, wir schaffen hier alle Bahn. Nicht schreckt steht nur rein und sagt, weißt du, morgen Tag 12, wo wir das Gebiet ganz versprengen, und wie jemand in die Läwen hier rüber wenn das Gebiet wohl versprengt, aber wer hier bin bleibt, der wird mitgesprengt worden. Ich verstehe, was ich sage? So schafft es mit Gott seinen gerechten Sinn. Gott sagt, weißt du was, ich will Sinn rechten. Und ich lade ihn an, kommt er rüt. Die Deren sind auf. Jesus hat aufgemerkt, die Schäden sind los. Die können rüt gehen. Das ist aufgeschlossen. Aber wenn du die wählst, du zu bleiben, dann wählst du die, um gerecht zu bleiben, wo Gott Sinn wird rechten. Und so das ist ein bisschen, wo ich von rede. Gott hat von euer über Sinn sozusagen, hat von ihren über Sinn und er wird das rechten. So, er sagt wieder, und so wird mir gemacht, als die darüber leben. Und weißt du, some von uns sind diese Dinge gewesen, in Hurerie, böse Leidenschaften, all die Dinge. Alle Dinge habe ich getan ans Leben, dann vielleicht noch. Aber er sagt, so wird mir gemacht, als die darüber leben. Aber nu lag so wird, all diese Dinge, was das Fleisch hier, nu leicht so wird auch alles auf. Sich euren, graulen, schlecht sein, spotten, niederträchtig und beleidigende Wirrchen Müll. So, er redet hier von menschlichen Verhältnissen. So, er sagt dort, weißt du was, die sind abgestunden in ihr Leben, die kennen Jesus Christus, nu leicht diese Dinge auf. Die Wort, die schlecht sein, die spotten, die plüdern, all die Dinge, leichte Dinge auf. Na, diese Dinge aufleihen, merkt die nicht in Christus. Lass mir das noch einmal sagen. Er sagt, du bist ein Christ, du bist mein Kind, ich habe dich gekauft, du bist abgestunden. Nun leid diese Dinge auf. In andere Worte, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es nicht natural für dich hier beim Leben. Du bist durch gekauft. Und so werden wir das aufleihen, werden wir nicht beim Leben und uns damit vertiefen. Er sagt, dort nicht untereinander liegen. Die haben den alten Akt, die alte Natur, mit seinen bösen Naturen wurden aufgelegt. Die sind da rausgekommen, die sind gestorben zu der sinnlichen Natur. Ich habe mal gesagt, was dann hat wir manchmal so eine Idee, dass hat wir uns wohl ein bisschen geäuert, dann wird gesagt, und wie der alte Adam war abgestoßen. No, der alte Adam ist tot. Aber der neue Adam äuert sich einmal. Und so, die hat das aufgelegt. Und so dort nicht untereinander leben so wieder. Wenn du bist nie ein Mensch geworden, du bist abgestunden in ihr Leben, du hast eine Identität in Christus.
Nu leven ze dort. Na, wir weten, dass wir waren vielleicht never vollkommen sein, aber ans Ziel. Wo checken wir an? Checken wir nur Gott sein Dreck oder nur der Dreck von der Welt? Wo ist dein Denken? Wo ist dein Ziel? Dort merken wir gerade den Unterschied. Er sagt wieder, und die haben eine neue Natur angenommen. So, die haben die alte Natur aufgelegt, eine sintelige Natur, wo all die Dinge, so Hurerien, bei sie Leidenschaften, bei sie da und so weiter, die werden dort bauen. Aber die haben eine neue Natur angenommen, die immer da nur den liegend, die ich gemerkt habe. Und weißt du, Gott hat ihn geraten, er hat ihn eine neue Natur gegeben, hat die neue Menschen gemerkt, und er sagt, nu fang mal da an mich zu leiten. Das ist unser Ziel. Und weißt du, wenn wir in Christus sind, dann checken wir nicht dort, wo Jesus ist. Und wir checken, wo es heute und wo lebt heute. Und so da werden wir beim Leben. Und er sagt, in die neue Natur, die so aus Christus ist, das ist really die Natur, die wir kennen. Jetzt das nicht so, was aus Juden oder Griechen beschnitten sind oder nicht beschnitten sind, Skiten, wo immer man Skitenstruktur meint, Fremde, Völker, Knacks oder Frie, du hast Christus alles in allem. Na, wir wundern vielleicht, was meint das Vers oder was ist das hier ben? Aber für uns, als deutsches Volk, ist das ein von den Hauptversen in der ganzen Bibel. Weißt du, wo wir sind? Because wir tun uns gerot. Wir glauben, wir sind besser als andere Menschen. Wir glauben einmal, dass wenn wir Deutsch reden und wir Schlaubergs und Brücken und Peckenräder vorne, aber was immer das alle ist, dort merkt uns feine Menschen. Weißt du, was hier sagt? Das ist alle wegen Jesus Christus. Als du schwarze Haut hast, oder Witte, als du Deutsch bist, oder Spanisch, als du in Russ bist, oder nicht, oder was immer du bist, aber wenn du in Christus bist, dann gehören wir alle zu derselben Familie. Weil wir niemals denken, dass wenn wir hier bei Lebenswasser sind, dort merkt uns bessere Menschen. Na, das ist der beste Zeug, wie weit nicht gut. Just kidding. Aber weißt du, wir gleichen diese Zeug, wir gleichen hier zu sein, wir wollen hier Gott dienen, aber wir sind nicht ein ganz klein bisschen besser als eins als wir. Nicht. In Christus sind wir alles Gott seine Kinder. Kreiten und verwundert euch wie hier, kreiten und was von der kleinen Hütte hier haben. Und weißt du, hier wieder ein Problem immer von Juden und Heiden. Und die Juden sagen, wir sind besser, oder jemand noch so wollen, als wir, als die nicht Christen sind. Dort sie alle mal angeteilt. Wir sind Christus dort. Ich habe doch euch gesagt, dass in der Bibelschule frage ich immer meine Studenten, wer von uns abgewassen mit das Glauben, dass wenn du Deutsch besser oder dass wir sind besser als andere Menschen, dass wir wollen gerecht werden, wenn wir reden Plattdeutsch und so weiter. Meist einmal sind das was 100 haben sein. Wir haben so gelehrt, dass wir sind Gott sein Volk und alle ewig sind Weltmenschen. Und some von uns sind dort abgewassen. Und weißt du, das ist nicht so. Das ist nicht so. In Christus, das ist nicht so, dass Männer nicht in Spanisch, Russ oder steht, wir sind alle Gott seine Kinder. Das meine ich, dass wir nicht Männer früher sind, das meine ich, dass wir nicht verschiedene Gruppen haben, aber das meint, dass du hast kein Reich, die zu erheben, wenn du bist auch abgestoßen durch Jesus Christus, Christianer. Und so das ist sehr klar, muss sehr klar haben. So das wäre, wir sind in unserer neuen Natur. Unsere neue Natur. Er sagt, die sind von Gott gewählt und heilig. Das, wo ich für sind noch von rede. Die haben eine Stellung, die sind gewählt und die sind heilig. Und er ist gut. Als Sonne, was das sind. Nicht Sonne, was das noch mal wollen, die sind das. Als Sonne lässt nu von Gott beschenken und trägt Jesus seine Eigenschaften an. Und weil je Lutjen von Gott beschenken, du hast in die Salz nicht die Kraft, um für Gott leben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Gott seine Kraft. Wer wir uns beschenken lassen von ihm, dass wir können leben in das. Und so genannt ist some Dinge ab sich von Horten erbarmen. Das ist, was Jesus steht. Freundlich sein, das ist, was Jesus wird. Demütig, das ist Jesus wird. Sanftmütig, das ist Jesus wird. Geduldig, das ist Jesus wird. Und er sagt, nu lebst du das. Weißt du, was das ist? Die Frucht von dem Geist. Klingt mit andere List aus dem Epheserbrief, aber das Salz gedenkt. Und so das ist wichtig, dass wir die Dinge haben. Er sagt, verdrängt einer den anderen und verjeft ihn euren anderen, wenn wir eine Klau den anderen haben. So als der Herr ihn verjeft hat, so muss ihr auch verjeben. Und weißt du, wenn wir hier in der Zweigtop leben und wir sind unvollkommene Menschen, wenn wir auch in Christus sind, aber wir haben Fehler, einmal sagen wir, was den anderen weiter, oder wir tun was, oder stoppt die Parteien, oder was immer. Und dann braucht es Verjebung. Und wir müssen uns sich vergeben. In der Ehe, in der Familie, in der Kirche, wo immer wir sind. Vergebung. Ohne Vergebung, dann ist das ein Bild durch. Und so wir müssen uns vergeben. Jesus hat uns vergeben, nun werden wir auch vergeben. Jesus hat die alle vergeben.
Nu doe je ook zo staat voor je. Dat is de idee hier. En even alles ziet leeftoelig. Dat het alles tot een volkomen eindigheid verbonden wordt. Leven als de novel van de ganze wereld. Gott zijn leven voor ons, onze leven in ander. We hebben ons logo dat zegt, Gott leven mensen dein. Dat is wat we hiervan reden. En zo we hebben Gott zijn leven. En hij zegt, laat Christus zijn vrede in je harten regieren. Gott heeft je door te gewählt, zijn vrede te hebben als Glieder an zijn Körper. En sie dankbaar. Weet je, wohin wir verder nicht vrede haben? Wir können nicht verstehen, wer wir sind in Christus. Und da rede ich viel Sinn davon. Weißt du, wenn du was wirklich Friede hast, der Friede ist deine Kraft, sagt er, ich brauche viel Sinn nach dem Vers, dass der Friede im Herrn ist unsere Kraft. Und wir haben nicht Friede und nicht Kraft, wenn wir wissen nicht, wer wir sind in Christus. Und so nu hat er uns den Friede gegeben. Kann ich uns vorstellen, dass wir haben Frieden mit Gott, wenn wir auch unvollkommene Menschen sind, aber unsere Stellung in Christus ist klar. Wir haben klar, ich gehe hier zu Jesus, wenn ich auch manchmal Fehler merke, dann bekenne ich wieder, dann gehe ich wieder mutig wieder. Dann bei einmal hast du Friede. Wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus, dann kannst du nicht du allein und wirklich sein, ich habe 100% Friede. Wenn Jesus diese Nacht zurückkommt, was wird dann mit mir passieren? Aber wenn wir Jesus kennen, wir wissen, wer wir sind, wir haben Friede. Gott hat die dort gewählt. Das ist Gott sein Ding für uns. Laut Christus sein Wort wirklich manchmal wohnen, belehrt und halt einen den anderen in alle Weisheit. Singt von den dankbaren Hort, Psalmen und den geistlichen Leiter Gott zu ehren. Laut Christus sein Wort wirklich bei ihnen wohnen. Weet je, dit jaar waren ganz gerne onze Männer niet geleerd dat is dus wenig meer van de Bibel weten. Dat is een earlier, da wollte ich das ganz gleich sein, das ist ein earlier, was nicht von Gott kommt, wenn entweder die lehrt, dass das nicht so viel Bibel lesen. Die Lehre kommt nicht von Gott, die kommt vom Teufel selbst. Und ich weiß, das sei es leicht, aber das ist bloß einfach krass, was es ist. Die Bibel sagt, wir sollen sein Wort wirklich man uns haben. Wer wir dort lernen, wer wir uns davon vertrauen. Er sagt, belehrt und halt einen den anderen. Wir haben kleine Gruppen angefangen. Das ist das Ziel, wo wir uns am sich können Betrag halten, wir können uns am sich halten mit verschiedenen Dingen. Aber wir brauchen uns zueinander. Das ist die Idee hier. Wir brauchen uns zueinander. Er sagt, singt. Singt in ein dankbares Hort. Wo was singen in ein dankbares Hort? Wenn du einmal bleibst, Gott wird dir nach Hals schmieden. Wo was singen, Gott danken, wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus. Und so ist es wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Christus, dass wir ein dankbares Wort haben. Und dann sagt er, in alles, was du sein oder tun, Paulus nimmt das hier alle ein bisschen taub, so alles, was du sagst oder das, das in den Herrn Jesus hinum, dein ganzes Leben. Weißt du was? Du bist gestorben zu das alle Leben, du bist abgestoßen zu das neue Leben, nu leben in den Herrn Jesus hinum. Beten sie nun, Frauen sie nun verhalb, Frauen sie nun nur den Heiligen Geist. Das wird du bist in Christus, du hast das Reich. Wer bist du in Jesus? Wo ist deine Identität? Weißt du, wer du bist? Und wenn du weißt, wer du bist, dann werden du beim Leben. Amen. Wir sind gleich vollkommen, vielleicht mal wir kämpfen mit verschiedenen Dingen in uns Leben, aber das meint nicht, dass du nicht in Christus bist. Das meint bloß, du bist noch nicht ganz zurückgegangen. Und du bist noch am Schaffen. Wir sind alle. Wir sind vielleicht auf verschiedenen Levels, aber keiner von uns ist vollkommen. Na bitte, dass mich nicht so verstehen, dass das nicht wichtig, wo du lebst. Das ist wichtig, sehr wichtig. Aber dass du nicht verdammt, wenn du von dir nicht vollkommen bist. In Christus bist du vollkommen. Deine Stellung ist vollkommen, dein Leben ist nicht, aber Gott checkt nur deine Stellung. Wollt ihr abschauen? Uns himmlischer Vater, vielmal Dankeschön für unsere Stellung in Christus. Herr, du hast uns gemerkt für die Ewigkeit. Wir haben gesehen in der Bibel, Ferien sind auch, dass wir fangen im Paradies an und wir hören im Paradies ab. Das ist dein Ziel mit der Menschheit. Help uns, dass wir himmlisch gezielt sind. Help uns, dass wir nicht bloß für diese Welt leben, nicht bloß für Geld hier, nicht bloß für Kraft hier, oder für Berühmtheit hier, aber dass wir ein ewiges Sein haben. Und dann fragen wir deine Kraft, den Heiligen Geist. Help uns, in Christus zu leben. Help uns in Dinge als Hurerie, Pornografie, Trinken, Drugs oder Schmecken, was immer alles ist, was uns anhängt hat. Wir fragen in den Namen von Jesus Christus, dass du uns Kraft geben, die Dinge aufzulegen. Und Herr, wenn hier so eine Person sind, die glauben an die haben sich die Hand gegeben, aber sie kämpfen mit Dingen. Help ihnen zu verstehen, dass in die sind sie vollkommen. Aber du wirst ihnen die Kraft geben, du wirst ihnen beschenken und enthalten,
dat leven te leven. En we danken die Herr dat du was staan. Mag alle eer naar die gaan. Daar is Jezus Christus. Amen. Amen. Alright, wenn irgendwer hier hast, du würden gleich ein Gebet für irgendwas, oder vielleicht bist du hier und du hast deine Identität nicht klar. Wir kämpfen nicht rein, wir wollen die halten, wir können mit die zu beten, die zum Falschen wiesen. Oder je haben irgendwas anderes zu werk, wo ihr gleich ein Gebet für die Hand kommt nachher, wir wollen für ihn beten, ihm sei entloten, hat einen guten Sonntag, einen guten Werk, weil wir in Christus leben. Gott mit ihnen.